Ja, wie ihr seht, die Wand hinter mir ist genau noch die gleiche. Wir haben heute nochmal einen Rest-Day gemacht, weil es dem Knie echt nicht gut ging. Jetzt ist so die Stimmung okay, wenn wir so wirklich langsam anfahren. Ist vielleicht die Chance da, dass es dem Knie besser geht und dass wir vielleicht noch weiterfahren können. Das heißt, für morgen haben wir eine Tour wirklich 25, 30 Kilometer. Das ist echt nicht weit. Aber einfach zu schauen, wie es mit dem Knie geht und in der Hoffnung, dass man dann einfach wieder langsam hochstaffeln kann, die Entfernung wieder nach oben zu bringen, um dann voranzukommen. Also wir haben dadurch 2 Tage schon wieder verloren, aber im Endeffekt ist es das Beste, was wir jetzt machen können, ohne abzubrechen. Wenn es so weh tut, dass ich gefühlt bei jedem Pedaltritt dann wirklich ernsthaft Schmerzen habe, dann gibt es auch irgendwo einen Punkt, wo es nicht Sinn macht, vor allem dann nicht 3000 Kilometer zu fahren. Für morgen und wahrscheinlich für die nächsten Tage gibt es erstmal die gute alte Ibuprofen-Taktik. Aber das kann es ja auch nicht sein. Von daher sehen wir uns morgen bei 25 Kilometern und einem Update, wie es dann im Knie geht. Der Schmuck geht weiter. Jetzt ist die Zeltstange abgekackt. Und jetzt sieht das Zelt so aus. Und ich frage mich, warum es nicht einfach mal klappen kann. Hält das mal. Fazit vom Testtag mit dem Knie. Es ist händelbar. Also perfekt ist es nicht. Keinenfalls. Kann damit irgendwie umgehen mit dem Schmerz und allem. Deshalb habe ich ein bisschen Hoffnung, dass es weitergehen kann. Natürlich jetzt doof, dass wir eine neue Macke drin haben. Da sieht man eine neue Macke. Wir haben das jetzt mit dem Stock ausgebessert, weil einfach die Stange uns hops gegangen ist. Irgendwie ist ein bisschen der Wurm drin. Ist echt ein bisschen nervig, aber es geht erstmal weiter. Langsam, aber solange es erstmal weitergeht, ist gut. Von daher sehen wir uns morgen. So, wir haben es geschafft. Neues Zelt gekauft, weil das alte war scheiße. Es hat straight up durchgetropft. Erster Regen im Zelt, es hat durchgetropft. 60 Kilometer heute gefahren, ist nicht viel, aber das Doppelte von gestern. Und es fühlt sich auf jeden Fall okay an mit dem Knie. Es geht voran und ich kriege auch langsam wieder Hoffnung. Aber erstmal Zelt aufbauen. Da ganz so Spaß, wie das immer ist war. So, wir sind gerade auf dem Weg aus Göteborg raus. Es ist Tag 14, also genau 2 Wochen, seit wir losgefahren sind. Aber jetzt sind wir auf einem schönen, geraden Radweg. Naja, der geht direkt neben der Autobahn lang, neben der E6. Aber es ist ein Radweg, der jetzt erstmal schön gerade rausgeht und irgendwann geht es dann später auf Landstraßen. So, bis Göteborg war es halbwegs flach, aber jetzt fängt langsam an zu hügeln. Ist natürlich ein bisschen anstrengender, aber ehrlich, macht doch ein bisschen Spaß. So, wir haben gerade ins Dehnungssund Pause gemacht, Mittag gegessen. 50 Kilometer haben wir schon weg und jetzt geht's schön
die Küste lang Richtung Norden einfach nur. So, wir sind an unserem Campingspot angekommen. Schon sehr idyllisch. Davor ist noch so ein Obstgarten. Gerade Mittagspause fertig und man muss sagen, heute ist das Wetter recht schwedisch, skandinavisch, grau, bisschen feucht. Es regnet nicht krass, eigentlich regnet es nicht so wirklich, nur ein bisschen Niesel ab und an, also sehr händelbar, aber kühler grauer Wind. Naja, wir machen das Beste draus. So, hier ist die Grenze zu Norwegen. Und damit sind wir offiziell im letzten Land der Tour. Das heißt noch lange nicht, dass die Tour vorbei ist. Der Hauptteil kommt erst noch. War heute auf jeden Fall eine harte Etappe. 110 Kilometer, aber vor allem die Hügel und der Wind waren haben es hart gemacht. Zum Abschluss dann nochmal schön auf dem Burgberg Zelt aufgebaut. Das ist hier wirklich auf der Festung drauf. Ist eigentlich ganz idyllisch. Wir haben uns jetzt im Endeffekt erstmal alles aufgebaut, geduscht und jetzt gibt es gleich Essen. Und dann geht es weiter durch Norwegen. Wir haben die Route geändert tatsächlich. Wir fahren nicht mehr über Oslo, weil das tatsächlich länger ist, sondern wir fahren komplett den nationalen Radweg 9 entlang. Der geht ziemlich nah an der Grenze zu Schweden. Mal gucken, was uns da erwartet. Ich habe auf jeden Fall Bock. Morgen geht es dann schon so richtig an die Grenze in den Wald. So, wir haben jetzt ein neues Problem. Wir sind am Campingplatz und das Fahrrad ist umgefallen und der Bremsgriff ist abgebrochen. Grundsätzlich ging es voran und jetzt sowas. Und das ist so ein Mist und das ist auch nicht so trivial zu reparieren, weil natürlich ist es prompt die Hydraulikbremse. So ein Stress. Das heißt, entweder finden wir irgendeine Art, den Griff zu ersetzen oder zu fixen, oder die komplette Bremsanlage muss ausgewechselt werden. Für solche großen Operationen haben wir dann natürlich auch nicht das Werkzeug mit. Das ist wirklich ein Riesenmist jetzt. Das geht mir so auf den Sack. Aber nochmal die Zusammenfassung. Im Endeffekt ist das Fahrrad vom Wind umgestoßen worden und direkt auf den Bremsgriff gefallen und der Bremsgriff ist abgebrochen. Wir versuchen jetzt entweder in der nächsten Stadt, die in so 3 Kilometern liegt, morgen, unser Fahrrad reparieren zu können. Sonst muss ich eine Tagesetappe 100 Kilometer mit einer nicht halb funktionierenden Bremse nur fahren. Die Vorderradbremse geht zum Glück. Aber dann in Elverum, das ist dort, wo wir am nächsten Tag oder wo wir morgen hoffentlich ankommen. Dann ist dort ein Fahrradladen, wo wir hoffentlich die Sachen rankriegen, um es zu reparieren. Das ist unsere Hoffnung halt jetzt. Aber neben all den Dingen, die manchmal blöd laufen, muss man schon sagen, schön ist es hier. Man hat einen See, man hat Berge, man hat Wald. Ich meine, darum machen wir es auch. Und genau das ist ja auch das Schöne an der Sache. So, nun die ganze Bremsanlage ist neu. Und zwar eine mechanische über einen Baumzug und nicht eine hydraulische. Und das ist jetzt neu und das sitzt jetzt hoffentlich auch und macht keine weiteren Faxen mehr. An der Stelle danke an Larsen Sports. Nice.
Heute haben wir ein bisschen Bergetappe. Ich für heute den Großteil der Höhenmeter schon gemacht. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wir hatten hier gerade noch Asphalt und die Straße wird einfach von Asphaltstraße zur Schotterpiste. Ich weiß nicht wie lang. Der nächste Ort, wo auf jeden Fall eine größere Straße sein sollte, ist in so 15 Kilometern. Hoffentlich ist es nicht bis dahin so, weil das ist ein bisschen nervig. Endlich ist die Straße wieder asphaltiert. Deutlich angenehmer als der Split. Jo, guten Morgen. Eine Sache muss ich echt sagen, wir sind zwar im Norden, aber wir sind noch nicht so weit im Norden. Und dafür, dass es Juli ist es echt lausig kalt schon. Gestern war es den ganzen Tag 12, 13 Grad, heute sind es 9 Grad. Super nervig. Aber naja, was soll's. Weiter im Norden wird es auch nur nicht wärmer, also können wir uns damit jetzt schon abfinden eigentlich. Wir wollen innerhalb der nächsten 2 Tage es nach Trondheim schaffen, das sind 230 Kilometer. Das heißt, heute und morgen muss dann auch mal ein bisschen geballert werden. Ich glaube, heute haben wir 120 geplant. So, wir sind in Trondheim, Hälfte der Strecke ist ungefähr geschafft und wir machen heute nochmal einen Rest Day, entspannen die Beine ein bisschen, bevor es dann weitergeht Richtung Norden. Take off the fufu, take off the couches, take off the Wi-Fi, take off the money phone, take off the car loan, take off the flex and the white loss, take off the weird ass jewelry, I'ma take 10 steps, then I'm taking off top off, take off the fabricated streams and the microwave memes, it's a real world outside, take off your idols. Take off the runway, take off the Cairo. Take off the Sandro, pay 5 days stay, take up for the meal, hella follow. Take off the fuck flag, take off perception, take off the cop with the iPad. Take off the unload, take off the unsure, take off the solutions I like. Take off the fake deep, take off the fake woke, take off the I'm broke, I care. Take off the gossip, take off the new logic.